Frau Weidkuhn, Sie erlebten im Alter von 10 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ja, das kam so. Wir lebten als Familie in einem Haus, Jahrgang 1903. Und diese Häuser, die haben so eine Mansardenetage und dann kommt der Estrich, da führt eine Treppe hoch und dann geht eine Leitertreppe bis aufs Dach und das sind diese Flachdächer, wo man auch Wäsche aufhängen kann. Und diese Flachdächer, die haben so eine Klappe, wo man das aufklappen kann und einen Rand, der das Wasser aufhalten soll, wenn es regnet, dass nicht alles in den Estrich reinregnet. Und da bin ich über diesen Rand kopfüber gestolpert und runtergestürzt auf die Estrichetage. Da stand ein gusseiserner Ofen, auf dem bin ich aufgeschlagen mit dem Kopf und dann noch ich weiß nicht ganz genau, aber die Treppe noch mal ganz runter bis auf den Vorboden in dieser Mansardenetage. Also ganz schnell habe ich gesehen, dass ich da liege, dass der Körper da liegt und dass es Blut ist. Und ich fand das irgendwie interessant, aber auch ganz komisch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Sie waren außerhalb vom Körper und haben sich von oben gesehen? Ja, ich hatte aber auch kein Gefühl von, oh, das arme Kind, das liegt verletzt da oder das ist ja schlimm oder ich habe auch keine Schmerzen gespürt, einfach nichts. So, es war einfach so, hä, ist das eigenartig, dass das jetzt da liegt? Und vor allem, es hat mich fasziniert, dass ich am Schweben bin. Das fand ich viel interessanter, als was da unten liegt. Und dieses Schweben, da habe ich so gedacht, wie ist das? So, ja, wenn ich ein bisschen, dann wird es größer und dann wieder zusammen und kann ich mich in dem bewegen und ja, ich habe wie angefangen zu spielen mit diesem Schwebezustand und das ist auch ziemlich schnell, ist das viel weiter, also zuerst in die Horizontale weiter geworden und dann bin ich sozusagen wie eine leichte Wolke davon geschwebt. Und so. Und es wurde ganz schnell viel, viel heller. Und wirklich, also ich habe nicht gesehen, wie die Wohnung oder das Haus oder die Stadt verschwunden ist. Ich bin einfach wie immer mehr in dieses Helle hineingeschwebt. Ich kann nicht sagen, es ist ein Raum oder ein Ort oder irgend so etwas. Es ist immer mehr und mehr in dieses Licht und in diese Liebe. Und da hat alles geglitzert und vibriert. So. Also so ähnlich wie wenn das Wasser so kleine Wellen hat und die Sonne scheint, dann vibriert auf dem Wasser so Licht. So. Aber alles und überall. Und neben mir sind dann 2 solche vibrierende Lichtwesen zu mir gekommen und haben mich wie begleitet. Sie sind mit mir mitgekommen und die hatten nicht so eine Gestalt, wie wir sie kennen. Sie waren wirklich wie aus verdichtetem Licht. Und die haben mich da in so einen Kreis, also ich habe es so gesehen, es ist wie ein Kreis von Licht und auch diese Lichtkreis, das waren alles Gestalten. Und ich konnte irgendwie wissen oder ich weiß nicht was, oder fühlen oder ich weiß es nicht, kann ich genau sagen. Diese Gestalten waren männlich und weiblich. Und so
gerade vor mir war eine männliche Gestalt und ich wusste, das ist mein Großvater. Der ist gestorben, noch bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ich kannte ihn also nicht vom Leben her, aber ich wusste jetzt, der freut sich, dass ich komme. Und alle die anderen, die erwarten mich, die wollen, dass ich sozusagen auch in diesen Kreis hineinkomme. Aber die beiden Lichtwesen neben mir, die haben mich so angehalten und sie haben dann so, und dann ist das höhere Wesen, das war weiblich. Und das andere Wesen, das war wie männlich, aber auf so eine liebevolle Art. Es war einfach so wie, ich konnte es fühlen, dass sie wie eine Art Mutter und Vater oder so. Ja, einfach so etwas. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber wie so eine göttliche Art von Mutter und Vater. Und das Weibliche ist durch mich hindurchgegangen. Und da war so eine unglaubliche Liebe, als das durch mich durchgegangen ist. Und dann war es plötzlich wieder neben mir. Und dann waren wir einfach da und ich wollte da bleiben. Es war einfach, es war alles so gut da und so wunderbar. Aber dann hat sich wie durch Zeit und Raum hat sich eine Stimme durch alles hindurch geformt und hat gesprochen. Es ist noch nicht Zeit. Ich kann das jetzt so mitnehmen, aber es ist noch nicht Zeit. Und von da an hat ein Wirbel angefangen, so wie wenn das Wasser abläuft in der Badewanne oder wenn man so einen Stöpsel rauszieht, dann zieht das Wasser ja so in einer Spirale runter und das hat mich nach unten gezogen, zurück in den Körper und das Letzte, was ich mich erinnere, ist, oh, ist das eng. Oh, ist das, ja. Und dann war halt so, dann war das irgendwie alles natürlich weg, weil ich sozusagen natürlich im Körper weiterhin ich hatte ja kein Bewusstsein. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich weiß, dass mein Vater zu Hause war an diesem Tag und dass er mich sicher gefunden hat und ich nehme an, irgendwie auch wiederbelebt hat, weil er war Sanitäter im Militär und er hat immer alle Verletzten selber, auch uns, wenn wir uns irgendetwas verbrannt haben oder so, er hat uns immer selber verarztet. Und er hat mich nicht in ein Spital oder zu einem Arzt gebracht. Und das sage ich deshalb auch, weil ich habe keine Medikamente bekommen oder Spritzen, die eine halluzinogene Wirkung haben. Noch einmal zurück zu der Nahtoderfahrung. Als Sie vor dem Kreis mit diesen Personen standen und Ihren Großvater erkannten. Ja. Wie sah der Großvater aus? Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Auch als Lichtgestalt. Ich wusste einfach, er ist mein Großvater. Er sah nicht anders aus als die anderen. Es ist so... ja, manchmal sieht man das jetzt so in Animationen, dass wenn sich in so einem Spooky-Film etwas so wie Lichtgestalt oder eine Fadengestalt oder so eine Schwebegestalt bildet. Auf diesem Filmmaterial waren alles, aber aus diesem glitzerigen Licht. So, alle waren so. Und er war auch so. Aber ich wusste in meinem Herzen, das ist mein Großvater. Und er ist da mit all diesen anderen. Und er ist sozusagen wie der Erste, der mich empfängt. So, ja. Und das hat mich auch unglaublich glücklich gemacht, dass
dass er und alle diese anderen in diesem Kreis da waren. Wie hat sich diese Erfahrung auf Ihr Leben ausgewirkt? Ja, das war eben dann verrückt, weil ich dann, als ich wieder im Leben voll angekommen war und also ich hatte auch nichts gebrochen. Ich habe wirklich eine Kopfverletzung gehabt und war dementsprechend auch schnell wieder auf den Beinen. Aber ich hatte dann so Erlebnisse, dass bei uns zum Beispiel im Wohnzimmer war plötzlich so ein Sessel, der stand da vorher nicht. Und in diesem Sessel saß ein alter Mann und hat mich angeschaut und wollte mit mir reden. Und ich wusste nicht, was das ist. Und manchmal, wenn ich irgendwo hingegangen bin und eine Tür aufgemacht habe, dann waren dort wieder. Und diese Gestalten, das waren Menschengestalten. Und ich habe angefangen natürlich mit meiner Familie darüber zu sprechen. Und die haben gesagt, das ist nichts und das ist... Also ich kann nicht genau sagen, was sie gesagt haben. Und manchmal habe ich auch gesagt, ja, schau, das schöne Licht. Und so habe ich gesagt, ja, das ist nichts. Und dann habe ich das alles, ich habe komplett zugemacht. Ich habe das alles komplett verdrängt. Wirklich so. Ja, trotzdem habe ich weiterhin irgendwann, wenn ich Menschen getroffen habe, also ich habe dann gemerkt an meiner Großmutter, dass sie ein Kind geboren hat und verloren hat und mit niemandem je darüber gesprochen hat. Ich wusste es und sie hat gesagt, ja, sie hat nur meine Hand gehalten und so und dann war es. Dann war es wieder auch so, es war wieder so bedeckt wie ein Geheimnis. Mhm. Und das habe ich eigentlich mitgenommen, aber ich wusste nicht, ich habe vergessen, dass ich dieses Nahtoderlebnis hatte, bis ich fast 40 war. Und dann stand ich auf einer Treppe auf der untersten Leiterstufe und ich bin nicht mehr hoch und nicht mehr runtergekommen. Und natürlich habe ich gedacht, was ist das? Ich war wie gefroren. Da habe ich gedacht, das ist so komisch. Das muss mit etwas zu tun haben. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dann ist mir einfach das Haus wieder in den Sinn gekommen und wir hatten sowieso nicht so eine schöne Kindheit da. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht kommt jetzt etwas hoch von früher und ich gehe zu einem Traumatherapeut und der hat mit mir gearbeitet und er hat dann gedacht, ja, vielleicht ist bei mir etwas bei der Geburt oder pränatal, was man anschauen muss. Und anstatt dass wir da in die Geburt reingekommen sind, ist wie eine Tür aufgegangen und ich hatte das ganze Erlebnis, das passiert ist, der Sturz selber, der Unfall, aber ganz innerhalb Sekunden ist abgelaufen wie ein Film und das ganze Nahtoderlebnis ist eher also ein bisschen langsamer, aber auch recht schnell und vor allem das ganze Gefühl dazu ist ganz präsent da gewesen. Und er hat mir später dann auch erzählt, er hat mir gesagt, also ich bin gelegen auf einer Liege und er hat mir gesagt, ich hatte einen Moment lang das Gefühl, du bist nicht mehr da, du hast keinen Atem mehr und du stirbst. Aber ich habe so vertraut dem, was jetzt da passiert. Dann habe ich dich gelassen und dann hast du wieder einen Atemzug genommen und dann wusste ich, es ist alles wieder gut. Mhm. Ja, und und von da an hat sich dann vieles verändert. So, es war nicht unbedingt einfacher, weil ich auch ich habe dann so viel so Grobes auch an mir selber nicht mehr ertragen.
Menschen, die grob reden oder grob mit anderen umgehen, habe ich nicht mehr. Ich habe es einfach so. Ja, und ich habe gemerkt, auch wie ich meine Kinder erzogen habe, ich finde, ich habe von da an gefunden, es war zu streng, zu lieblos. Und ja, und ich habe noch viel mehr angefangen zu suchen, was es ist, was eigentlich mein Leben erfüllt. Und dann bald darauf hatte ich einen Nervenzusammenbruch, weil auch meine Ehe, die ist kaputt gegangen, die ist in die Brüche gegangen. Und da habe ich auch angefangen, Yoga zu machen. Und immer wenn ich da so war, dann habe ich geatmet. Und in diesem Atem habe ich wieder gespürt, da ist diese Ausdehnung. Da ist das. Und das Yoga hat mir einfach geholfen, dass ich wieder auf die Beine komme und dass ich die Kraft wieder finde. Und ja, und so. Und aber seither bin ich auch mir geht es einfach besser. Ich kann mehr lachen, ich habe mehr Freude, ich kann besser auf Menschen zugehen. Und ich habe auch viel bessere Gefühle für andere Menschen. Und selber habe ich wieder diese Öffnung gemacht von diesem Zugedecktsein, von diesem, was ich da alles so weit weggeschoben habe. Und durch das, dass ich jetzt mittlerweile auch andere Menschen selber getroffen habe und diese Videos gesehen habe, bin ich so dankbar und froh, dass das nicht ein einzelnes Erlebnis ist und auch nicht etwas ist, was ein Traum war oder eine kindliche Fantasie, sozusagen als Gegenwelt für die Welt halt, die nicht so liebevoll war. Ich weiß heute, es ist wahr. Es ist so. Und ich glaube eben auch, dass dieses Göttliche, das ist da, das ist für uns alle da. Und auch diese begleitenden Wesen, die sind für uns alle da. Die geben uns so das. Und wenn ich meditiere, wenn ich so eine Lichtmeditation mache in meinem Herzen, dann bin ich wieder mit ihnen verbunden. Frau Weidkuhn, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Danke wirklich für diese tolle Arbeit, die Sie machen.